Na, wir sind da sicherlich jetzt langsam an einen Punkt gekommen, wo weitere Zuwächse immer schwerer werden, weil am Ende müsste der Rest der Welt ja gar nichts mehr wert sein. Aber es spricht viel dafür, dass die Dominanz, wie wir eingangs gesehen haben, der USA am Kapitalmarkt auch zukünftig anhält. Die Leute haben andere Sorgen und die wollen dieses therapeutische Vogue nicht mehr. Ja, das ist schon eine ziemliche Quadratur des Kreises, nicht? Trump ist ja kein Mann der Fakten, außer er kann sie selber darstellen, wie er möchte. Jeder der großen Firmenchefs, Mark Zuckerberg von Meta, Jeff Bezos, alle wie sie da sind, antichambrieren jetzt bei Trump. Jeder weiß, du musst sehen, dass du dich mit dem Typen gut stellst. Die Zukunft ist schon zum Teil verspeist. Da ist schon einiges an Wachstum und an Erwartungen vorweggenommen. Wir haben ja in der Historie gesehen, 2 gute Jahre in Folge heißt nicht, dass das nächste schlecht sein muss. Aber dass jetzt ad infinitum die KI-Rallye oder der KI-Boom für eine massive Wirtschaftsentwicklung, für eine massive Gewinnentwicklung sorgt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber gleichwohl würde ich eine spürbare Goldquote immer noch im Portfolio halten, ohne jetzt die Erwartung zu haben, dass wir da 20 oder 30% mitverdienen. Die ersten Quartalssplitter im Jahr sind, du hast das gerade gesagt, Bert, auch immer irgendwie Jahressplitter. Es ist viel passiert in 2024, deswegen wird das auch heute wirklich voll und ergiebig und wahrscheinlich auch ein paar Minuten länger. Bert, als du dich über die Tage hingesetzt hast und den Quartalsbericht geschrieben hast, bist du am guten Ende zur Überschrift US-Exzeptionalismus gekommen. Also da gab es A, einen Weg dahin. Und B, warum ist es dann am Ende der US-Exzeptionalismus geworden? Ja, das war am Anfang da. Und zwischendurch hatte ich mal andere Titel, weil andere Themen sich plötzlich in den Vordergrund spielten. Das entsteht ja so über 2 Wochen, sage ich mal ungefähr. Und am Ende bin ich wieder da angekommen. Wir haben ja eine sehr komplexe politische Landschaft, geopolitische Landschaft. Dazu auch relativ viel los an der Börse, Aktienmarkt, aber eben auch Währungen und andere Themen. Und ich habe dann diesen Begriff auch deswegen gezogen, weil er in den letzten Wochen und Monaten in der Finanzwelt so ein bisschen kursierte. Das jetzt nicht, zieht sich nicht zurück auf meinen Einfall. Ursprünglich stammt das aus dem 19. Jahrhundert. Alex Tocqueville hat diesen Begriff geprägt, sagt man, der die Ausnahmestellung Amerikas beschreiben soll als demokratischer, aufstrebender Staat im 19. Jahrhundert mit unternehmerischer und persönlicher Freiheit, Demokratie etc. Und wenn man heute sich die USA anschaut und worin diese Ausnahmestellung besteht und resultiert, dann wird gemeinhin immer darauf verwiesen, das ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt, die größte Militärmacht der Welt, das ist der größte Binnenmarkt, das ist die absolute Technologienation Nummer 1, im westlichen Bereich die günstigsten Energiekosten und last not least natürlich auch das Dollarprivileg, die Weltwährungsreserve, Weltreservewährung Nummer 1. So, und das alles zusammengefasst hat zu einer Ausnahmestellung geführt, die wenn man so will, auch am Aktienmarkt sich immer stärker niedergeschlagen hat. Wenn man sich die Entwicklung an der Börse anschaut, nehmen wir mal die Zeit seit der Finanzkrise, seit Ende 2008, da haben wir vielleicht so einen Chart gerade da, wo man sehen kann, wie stark die amerikanische Börse, gemessen am S&P 500, sich entwickelt hat, ein 8-facher ungefähr in Dollar, während die europäische oder japanische Börse nur ungefähr ein 3-facher, also plus 200% gestiegen ist. Das mag auch ein bisschen daran liegen, dass der Ausgangspunkt damals in Amerika extrem tief war. Das war ja nach einer fürchterlichen Baisse nach der Finanzkrise. Aber trotz allem sieht man einen großen Unterschied zwischen der US-Börse und den anderen großen Leitbörsen der Welt.
Und da fragt man sich natürlich, woran das liegt. Was die Gründe dafür waren, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Wir wissen aber zumindest ja schon mal sehr genau, zu was das geführt hat. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie der Weltaktienindex heute zusammengestellt ist, dann sehen wir eben, du hast von Zweiklassengesellschaft gesprochen. Man muss ja fast sagen, das ist nicht mal mehr eine Zweiklassengesellschaft. Also zumindest eine sehr dominierende USA mit inzwischen 73% der Unternehmen, die im MSCI Welt den Ton angeben. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Man sieht ja an dem Verlauf, dass Amerika immer eine relativ starke Gewichtung hatte, wenn man mal von den 90er Jahren absieht, frühen 90er Jahren, als Japan sehr groß war, sieht man, dass das immer dominant war. Das Ausmaß ist nur neu und die Implikation ist jetzt, dass dieser Index hier eigentlich ein US-amerikanischer Index mit einem Schwerpunkt Technologie ist und ein bisschen internationaler Beimischung. Und das ist auch nicht schlimm für sich betrachtet, nur das sollte man im Hinterkopf haben, dass Amerika eben hier oder die USA hier diese absolute Dominanz darstellt. Bevor wir über die Gründe sprechen, die dazu geführt haben, mal eine Frage: Wie lange, glaubst du, ist sowas ökonomisch weiter nach oben zu treiben? Weil ich glaube, dass gar nicht jedem bewusst ist, dass, wenn ich eben einen solchen Index kaufe, ich ja schon darauf angewiesen bin, dass das zumindest so bleibt. Wenn es nicht idealerweise sogar sich noch weiter fortsetzt. Aber 75, 80, 85%, da möchte man fast sagen, das ist ja gar nicht möglich, oder doch? Na, wir sind da sicherlich jetzt langsam an einen Punkt gekommen, wo weitere Zuwächse immer schwerer werden, weil am Ende müsste der Rest der Welt ja gar nichts mehr wert sein. Das sind 23 Länder in dem Index. Aber was sich eben gezeigt hat, die Position oder die Dominanz hat sich doch verfestigt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal auf diese Niveaus zurückfallen werden, wie wir sie um die 90er hatten, wo Amerika nur 40% am Weltindex war. Und die Gründe, die dafür sprechen, sind die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Staaten eben da sind, wo sie jetzt sind. Wir haben, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, wir haben ungefähr 4% der Bevölkerung, 25% der Wirtschaftsleistung kommt aus den Staaten, 1/3 der Unternehmensgewinne, 42% der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und ungefähr 70% der Ausgaben für Software, Forschung und Entwicklung. Und das ist eben neben der Tatsache, dass der Unternehmergeist in Amerika etwas ausgeprägter ist und auf fruchtbaren Boden fällt, der Grund, warum die Produktivität in Amerika so stark gestiegen ist, viel stärker als zum Beispiel in der Eurozone oder in Europa in den letzten 10, 15 Jahren. Und gerade nach der Finanzkrise ist die Schere eigentlich noch weiter aufgegangen. Und das hat sich naturgemäß dann auch auf Wirtschaftswachstum, insbesondere aber auch auf die Profitabilität der Unternehmen ausgewirkt. Und natürlich ist das Ganze auch miteinander verbunden, denn die großen Technologieunternehmen, die dahinter stehen, sind eben auch Treiber der hohen Produktivität in den USA. Das hat, wenn man so will, diese Vormachtstellung zu der Vormachtstellung geführt und die im gewissen Sinne auch zementiert. Du sprichst die enormen Ausgaben auch für Forschung und Entwicklung an. Jetzt haben wir hier in Europa, in Deutschland auch eine hervorragende Grundlagenforschung, kriegen es aber viel weniger als in den USA hin, das zu transformieren in gute Geschäftsmodelle, in erfolgreiche Produkte, die sich weltweit verkaufen. Woran liegt das? Ja, das hat mehrere Gründe. Einen habe ich gerade schon erwähnt, dieser Unternehmergeist ist da eben etwas ausgeprägter, was auch daran liegt, dass natürlich die Rahmenbedingungen besser sind. Also Scheitern ist nicht Scheitern, sondern das fängt man wieder neu an. Und natürlich die Venture Capital Finanzierung, eine Riesenbranche in Amerika. Jeder investiert zumindest einen Teil seines Geldes, allokiert es in Venture Capital. Die Kapitalsammelstellen sind groß. Startups finden sich dann eher in Silicon Valley als irgendwo anders. Das geht hin bis zu größeren Unternehmen. Nicht, wenn man auch sieht, ein Unternehmen wie Linde zum Beispiel hat sich aus Deutschland, aus dem Kapitalmarkt zurückgezogen, nicht mehr gelistet an der deutschen Börse, sondern jetzt in den USA. Möglicherweise werden weitere Firmen folgen. Das ganze Umfeld ist einfach unternehmerfreundlicher, als es in der eher zum Softsozialismus tendierenden europäischen Welt ist. Und das hat eben, wie gesagt, dazu geführt, dass wir diese stark
diese höhere Produktivität und diese starke Abkopplung der beiden Kapitalmärkte voneinander gesehen haben. Das sind, oder sagen wir so, das klingt nach Gründen, die aber nicht unweigerlich morgen plötzlich drehen. Also das ist so tief verankert und so strukturell, dass man vermuten muss, also auch als Anleger, dass das bleibt. Schau, das ist auch der Grund, ich habe überlegt, ob ich ein Fragezeichen hinter US-Exzeptionalismus machen sollte. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich glaube schon, dass das anhält, weil diese Dinge strukturell so tief verankert sind. Und weil wir natürlich auch, wenn man sich die Situation in der Europäischen Union anguckt oder in Europa anguckt, hier ein ebenfalls strukturell schlechteres Umfeld haben. Das heißt nicht, dass sich das nicht ändern kann, aber es spricht viel dafür, dass die Dominanz, wie wir eingangs gesehen haben, der USA am Kapitalmarkt auch zukünftig anhält. Du nennst das Eurosklerose sozusagen? Ja, das war damals gemünzt auf den Euro. Ich habe das Europa, also eher auf die Region bezogen, wo eben das Wirtschaftswachstum, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, außerordentlich bescheiden ist, auch wieder im Vergleich zu Amerika. Auch das strukturelle Gründe, wenn wir uns die Situation in Deutschland angucken, wo eben dieser Unternehmergeist in der Form nicht da ist. Der Staat ist der Lieblingsarbeitgeber, weil sicher. Und die Infrastruktur, eines der Stärken, die Deutschland lange Jahre hatte, bröselt vor sich hin. Das heißt, auch die Standortvorteile sind durch mangelnde Digitalisierung, Infrastruktur und vor allen Dingen durch diese überbordende Bürokratie, geschätzt werden 65 Milliarden Bürokratiekosten für die Unternehmen, die dann mehr oder weniger mit dem Ausfüllen von Formularen zu tun haben, statt mit dem eigentlichen Geschäft. Das ist eine sehr, sehr unglückliche Entwicklung, die in der Eurozone auch noch stärker vorangeschritten ist als in den USA, wo das langsam so ein bisschen wieder zurückkommt. Nicht? Wir haben das auch jetzt in der Taxonomie gesehen, beim Anlegen, Stichwort ESG, wo man dann so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Und all diese Faktoren, glaube ich, werden jetzt nicht in der näheren Zukunft ad acta gelegt. Gleichwohl können diese Probleme, und das ist immer das Schöne, wir haben das bei der Agenda 2010 gesehen, damals unter Schröder, können solche Momente auch dazu führen, dass die normative Kraft des Faktischen einfach eine Veränderungsnotwendigkeit herbeiführt, weil es einfach nicht so weitergeht. Wenn wir über die USA oder über die Ausnahmestellung der USA sprechen, dann müssen wir auch über die USA als Trendsetter sprechen. Ja, das ist ein Punkt, der, glaube ich, jetzt von der politischen oder geopolitischen Seite eine enorme Bedeutung erfahren hat. Wir haben ja immer wieder, ob es die Bürgerrechts- oder Hippie-Bewegung in den 60er Jahren war, in den 80er Jahren war das so ein bisschen Greed is Good, Michael Douglas, Wall Street. Dann hatten wir, wenn man jetzt zuletzt die Entwicklung sieht, diese Tendenz zum Woken, also diese Wokeness-Kultur, die wahrscheinlich ein bisschen überzogen hat, auch durch Diskriminierung Andersdenkender, auch die Leute verloren hat, die andere Probleme hatten als die hehren Ziele des Woke. Das haben einige Amerikaner sehr früh erkannt. Ron DeSantis wurde mit überwältigender Mehrheit erneut zum Gouverneur von Florida gewählt und Trump hat es gesehen und deswegen ist diese Trendsetting-Geschichte für uns auch relevant und ist auf dieser Welle sozusagen zur neuen erneuten Präsidentschaft gekommen und es ist kein Phänomen, was wir nur in Amerika haben. Die Leute haben andere Sorgen und die wollen dieses therapeutische Vogue nicht mehr. Und das hat jüngst auch Justin Trudeau in Kanada gespürt, der eben an Macht verloren hat, zurücktreten musste, nachdem er Trump nicht einhegen konnte. Und im Vorfeld, wir haben in Frankreich einen Sturz der Regierung, wir haben in Deutschland ein Ende der Regierung und jetzt Neuwahlen. Und wie gesagt, in Österreich hat sich da eine Entwicklung hin zum Populismus aufgetan. Und dieser Trend stammt eigentlich aus den USA und es ist ein Zurückschwingen dieses Pendels aus dem Supervogue jetzt möglicherweise natürlich auch in eine Gegenbewegung. Und das werden wir jetzt sehen, wie weit sich das entwickelt. Wir haben im Finanzbereich, von dem wir ja auch unmittelbar betroffen sind und wo wir die Dinge sehr eng verfolgen, jetzt jüngst die Ankündigung BlackRocks, des größten Vermögensverwalters der Welt, in der Zeitung lesen dürfen, dass sich aus der Net Zero Mission der Asset Manager zurückzieht. Auch hier erhebliche Kritik seitens der
Politik, das ging im Süden in Texas damals los, an Asset Managern, die sich zu stark mit diesem ESG, Environmental Social Governance Siegel schmücken, dass das nicht erwünscht ist. Und auch da schlägt in der Finanzbranche jetzt das Pendel wieder zurück. Thema Greenwashing war ja sehr ausgeprägt in der Finanzbranche. Und insofern wird das Ganze jetzt einerseits authentischer und auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch populistischer als in der Vergangenheit. Du sagst schon, Trump hat diese Polarisierung sehr geschickt ausgenutzt zum Wahlsieg. Jetzt ist er wieder da, Trump 2.0. Und wahrscheinlich die uns zuschauen, die fragen sich, was bedeutet das denn jetzt für Wirtschaft, für Inflation, wenn wir die Versprechen, von Drohungen will ich nicht sprechen, sondern Versprechen mal anschauen nur, dann widersprechen die sich ja teilweise in sich. Ja, das ist schon eine ziemliche Quadratur des Kreises, nicht? Trump ist ja kein Mann der Fakten, außer er kann sie selber darstellen, wie er möchte. Und die Senkung, das ist ja ein Thema der Staatsverschuldung auf der einen Seite, die Senkung oder Bekämpfung der Inflation, das Problem, was Kamala Harris auf die Füße gefallen ist, was den Leuten wirklich umtreibt. Und das möchte er auch bekämpfen. Gleichzeitig möchte er die Immigration, die möchte er zurückführen, was inflationär wirkt wiederum. Und natürlich Zölle, die auch inflationär wirken und auch nicht unbedingt das Wirtschaftswachstum ankurbeln, ein weiteres Ziel. Also er will im Prinzip alles für alle auf einmal. Und das wird nicht funktionieren. Ein einfaches Beispiel, die 2 Billionen US-Dollar, die aus dem Regierungshaushalt geschnitten werden sollen, der 6,8 Billionen groß ist, wo Elon Musk jetzt in der Effizienzkommission liegt, das ist absolut unmöglich, weil der Anteil der überhaupt beschneidungsfähigen Ausgaben ist so gering, dass wir unterm Strich nicht 2 Billionen haben, sondern vielleicht 300. Wenn wir es mal durchgehen, wir haben Zinsen etwa, eine Billion. Dann haben wir Medicare, Pflege für ältere 2 Billionen, da willst du auch nicht ran. Wir haben weitere Sozialkosten, wir haben 900 Milliarden fürs Militär. Da bleibt am Ende nicht viel übrig und wenn du da ein Viertel wegkürzt, hast du vielleicht 300, 400 Milliarden, unterm Strich. Da reden wir über 1%. Die Verschuldung ist 6, die Neuverschuldung ist ungefähr 6%, schnaps drüber. Das heißt, wir kommen vielleicht auf 5, oder um die 5 und ich habe jetzt 120% Verschuldung. Wenn man die zwischenstaatlichen Größen rausrechnet, 100. Aber das ist in etwa ein Niveau, was wir auch in der Eurozone inzwischen erreicht haben. Also viel. Und das Interessante wird dann sein, zu sehen, wo oder wie Trump da eingehegt wird. Und woher das kommen wird, zeichnet sich klar und deutlich ab. Das ist der große Elefant im Raum, der als Wächter sozusagen hinter Donald Trump sitzt. Und ihn einhegt, das ist der Bondmarkt. Nicht? Du musst ja irgendeinen haben, der die Schulden, sprich Staatsanleihen, kauft. So, und wenn das Vertrauen des Bondmarkts in die Politik, in die Schuldenpolitik nicht mehr da ist, dann wird es eng. Und das ist die große Herausforderung für Donald Trump. Vielleicht kurzes Beispiel noch. Vor 1,5 Jahren Liz Truss in England nach 2 Monaten gestürzt, weil ihre Steuersenkungspläne, auch wieder analog Trump, einfach nicht gegenfinanziert waren. Die Zinsen schossen nach oben und die Kreditwürdigkeit Englands war perdu. So. 2 Monate später, nach Amtseintritt, ist die Dame dann wieder verschwunden. Das wird Trump jetzt nicht passieren, aber das ist zumindest ein Punkt, mit dem er rechnen muss. Das ist die Sorge der Gläubiger Amerikas, dass Amerika eben an Schuldentragfähigkeit verliert, an Solvenz verliert und damit eben auch den Status als uneingeschränkt sicherste Anlageform der Welt verliert. Und damit sind wir im Grunde genommen bei den Kapitalmärkten. Wenn wir uns eine Entwicklung seit Trumps Sieg anschauen, ist das eine, die besonders auffällt, nämlich der Anstieg der Rendite 10-jähriger oder langlaufender US-Staatsanleihen. Frage an dich. Das könnte ja 3 Gründe haben. Einmal glaube ich, Mensch, Trump, das bedeutet Inflation. Ich könnte hingehen und sagen, Trump, oh, das bedeutet auch reales, nicht nur nominales Wachstum. Oder es bedeutet eben noch mehr Schulden und Risikoprämie. Was sind denn von den 3 Punkten jetzt deiner Meinung nach der Hauptantrieb für den Renditeanstieg? Also zunächst mal sind die Inflationszahlen, die wir zuletzt gesehen haben, nicht so gut wie erwartet. Also die Hoffnung. Nicht so gut heißt nicht so niedrig wie erwartet. Die Hoffnung der Anleger, jetzt fällt die Inflation, 2 schnell erreicht, zack, kommen die Zinsen runter, alles prima.
wird sich wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß erfüllen. Das ist dieses Goldlöckchen-Szenario. Die Wirtschaft wächst nicht zu viel, aber ordentlich. Die Zinsen kommen runter, weil die Inflation im Schach ist. Alles prima. Und das, was wir die letzten 2 Jahre gesehen haben, setzt sich jetzt noch mal weiter fort. Das Risiko an diesem Szenario, Risiko und Chance, wenn man so will, ist im gewissen Maße Trump oder die Politik von Donald Trump, der natürlich auch inzwischen Berater um sich herum hat, die nicht alle so schlecht oder unausgegoren waren wie am Anfang, weil er mehr Zeit hatte, die auszuwählen und die auch auf diese Risiken oder diese Chancen achten werden. Nicht? Die Inflation dürfte höher sein durch das, was Trump uns befürchten oder erwarten lässt, Thema Zölle und alles, was da kommt, auch wenn das nicht so heiß gegessen wird. Das heißt, von der Seite aus ein höherer Sockel, hohes Wirtschaftswachstum gepaart mit hoher Neuverschuldung. Das war auch ein Grund für das Wachstum der letzten Jahre, sicherlich auch die Verschuldung. Treibt das nominale Wachstum an, erhöht damit auch grundsätzlich die Steuerbasis des Landes. Aber auf der anderen Seite muss dann auch die Wirtschaft wirklich folgen. Also wir brauchen dann ein hohes Wachstum, wir brauchen hohe Steuereinnahmen aufgrund der gestiegenen Basis, weil das Risiko, was du angesprochen hast, diese Sorge, dass die Schulden überborden, natürlich immer mit im Raum steht. Und das, würde ich sagen, ist sicherlich auch ein Grund für den jüngsten Anstieg der Zinsen in Amerika, der Renditen von Anleihen. Die Sorge, dass die Inflation etwas höher bleibt und dass eben die Ausgabepläne von Trump dazu führen, dass mehr neue Anleihen emittiert werden, wo es vielleicht dann nicht ausreichend Käufer gibt. Und die Sorge, dass Schulden weiter ansteigen, die haben wir nicht nur in den USA, die haben wir in Europa auch, insbesondere in Frankreich. Ja, wir haben in Frankreich jetzt 112% Verschuldung. Das ist ein Rekordwert. Die französische Regierung hat die Sparpläne, die erforderlich waren, nicht umsetzen können, ist daran gescheitert. Das heißt, nach vorne guckend, die Nächsten werden auch nicht scheitern, keiner will es mehr machen. Und Frankreich ist jetzt, wenn man das etwas ironisch formuliert, von dem Kern der Eurozone als Gründungsmitglied und Kern der Eurozone zur Peripherie. Denn Frankreich ist jetzt nach Italien das Land mit der höchsten Verzinsung, den höchsten Renditen auf die Staatspapiere, also das riskanteste Land von der Einschätzung her betrachtet, zahlt mehr als Spanien und Portugal, was signalisiert, Vorsicht, hier brennt langsam die Hütte. Und es ist momentan auch nicht absehbar, dass sich in Frankreich das Bewusstsein der Gestalt geändert hat. Also der Stimmungswechsel ist da nicht so angekommen bisher, dass man Dinge verändern muss. Und das ist sicherlich eines der, wenn man über diese Euro-Thematik spricht, Gründe für die enorme Schwäche des Euros, dass die Europazone insgesamt geschwächt ist, unter anderem eben auch durch die Finanzsituation in Frankreich. Jetzt hat aber der US-Anleger einen großen Vorteil, der wird für die Risiken wahrscheinlich zumindest zum Teil entschädigt, der bekommt wieder 5%. In Europa, da brennt die Hütte, sagst du gerade, bekomme ich 3,4% für französische Staatsanleihen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv. Nee, man kann die Rechnung einfach machen. Ich kriege, sagen wir mal, wenn ich jetzt die anderen Länder nehme, im Schnitt 3% für Staatspapiere. In Deutschland ist es ein bisschen weniger. Ich habe 2,5% Inflation, Tendenz momentan leicht steigend. Also da bleibt unterm Strich nicht viel übrig. Auch das gleiche Thema beim Tagesgeld, wo ich noch vielleicht 2,5 bis 3 kriege. Das wird auch Tendenz nach Süden gehen, sodass man sich also da auch Gedanken machen muss. Was den Bondmarkt oder die Anleihen unterscheidet, Europa zu USA, ist die Tatsache, dass ich in Amerika deutlich höhere Renditen, auch höhere Realrenditen habe. Also Zins minus Inflation ist in Amerika deutlich besser. Mein Puffer ist einfach höher, weswegen das in Amerika jetzt die Bondseite etwas interessanter, die Anleihenseite interessanter geworden ist, als das in der Vergangenheit war. Trotzdem, für den Fall, dass die Inflation am Ende dann doch höher ist, als jetzt im Moment allgemein erwartet, bleibt der Aktienmarkt Wahl Nummer 1 als Inflationsschutz? Ja, also wir haben das ja gesehen jetzt in der inflationären Zeit, nach der Pandemie, während der Pandemie. Aktien können diese Preissteigerungen in Form höherer Umsätze, sonst würden die Preise ja nicht steigen, mitnehmen. Das übersetzt sich in Gewinne und das hat sich ja auch als besserer Risikoschutz, Inflationsschutz erwiesen, als es Anleihen waren in der Vergangenheit. Daran wird sich nichts ändern. Also ich habe bei Aktien diesen inhärenten Inflationsschutz.
den ich bei Anleihen eben nicht habe. Zurück zu den USA kommen. Wir sprachen über Trump 2.0 und die Auswirkungen am Bondmarkt. Gerade insgesamt die Auswirkungen von Trump 2.0 für die Kapitalmärkte, für den Aktienmarkt. Ja, da ist sicherlich einiges im Ungewissen. Entscheidend ist, wenn man diesen US-Exzeptionalismus nochmal aufgreift, ob Trump den eher verstärkt, also positiv wirkt, oder schwächt. Und die Fokussierung auf die Binnenwirtschaft, auf eine gute Konjunktur in Amerika, auf Jobs, das ist ja einer seiner Gradmesser, kann durchaus stärkende Elemente haben. Die Frage ist auf der anderen Seite, ob diese unselige Kombination von Big Government und Big Tech, Klammer auf Elon Musk als Beispiel, ob das am Ende zu einer Günstlings- oder Vetternwirtschaft führen kann, die in der Regel nicht unbedingt für Innovation, Zukunft und Wachstum spricht, sondern für Hin- und Hergeschacher. Also im Grunde genommen so eine Art Oligarchentum in den USA. Und wir haben ja jetzt zuletzt... In Köln wird man vom Kölschen Klüngel sprechen. Genau, nur ein paar Nummern größer. Und jeder der großen Firmenchefs, Mark Zuckerberg von Meta, Jeff Bezos, alle wie sie da sind, anti-chambrieren jetzt bei Trump. Jeder weiß, du musst sehen, dass du dich mit dem Typen gut stellst. Ja? Weil der die Macht, diese Ausnahmestellung, die das Land ihm bietet, sozusagen ausnutzt. Und da besteht das Risiko, dass die Checks and Balances, die in Amerika eigentlich immer dafür gesorgt haben, dass keiner zu sehr über die Stränge schlägt, dass diese Checks and Balances so ein bisschen unterlaufen werden. Und ein Punkt, der sicherlich für die Börse oder für die Tech-Unternehmen zuletzt sprach, ist die Hoffnung, Erwartung, dass die Regulierung in Amerika dieser großen Tech-Werte nicht so stark ausfällt, wie man das sonst befürchtet hätte. Das dürfte auch mit ein Grund dafür gewesen sein, dass einige der Aktien seit dem Wahlsieg von Donald Trump recht deutlich gestiegen sind. Und da liegt zum einen die Chance, aber natürlich auch im gewissen Sinne die Gefahr von Trump für die Kapitalmärkte, für den Aktienmarkt. Vielleicht noch ein Punkt, den er ja auch neben der Schaffung von Jobs als ein Gradmesser seiner Politik wählt oder gewählt hat. Und daran misst er sich. Das heißt, er wird dann auch versuchen, wenn er merkt, dass er irgendeinen Unfug macht, dass er diesen Unfug wieder korrigiert oder vielleicht erst gar nicht macht, wenn ihm die Berater, die dieses Mal in dieser Legislaturperiode etwas besser ausstaffiert sind, dass die ihm von vornherein sagen, mach das nicht, das kostet oder bringt ein Erdbeben am Aktienmarkt. Das sind also momentan so ein bisschen ist die Gemengelage. Es gibt diese positiven, negativen Auswirkungen. Wir werden sehen, was mit der Steuerreform kommt. Zumindest werden die Steuern für Unternehmen nicht erhöht, was ja ansonsten der Fall gewesen wäre. Das ist sicherlich aus Sicht der Wall Street positiv zu werden. Aber die anderen Dinge, ich sagte es ja eingangs, die Quadratur des Kreises wird nicht ganz leicht sein. Jetzt ist die Tech-Dominanz, oder machen wir es anders, KI, ist das Segen oder Fluch für die großen Unternehmen? Ich will raus auf die massiven Ausgaben, die die Unternehmen haben. Ich weiß, dass du nicht eben nur auf die Gewinne schaust und das auf das viel zitierte Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern dass du dir als Investor immer wieder die Frage stellst, was bleibt eigentlich von diesem Gewinn nach allen überlebensnotwendigen Ausgaben, sage ich mal, als Free Cashflow eigentlich übrig? Wenn das am Ende nichts ist, weil über Jahre immer nur massiv investiert ist, the winner takes it all und alle eben ins Wettrüsten aussteigen, ist das auch eine Gefahr? Ja, das ist ein Risiko. Wenn man überlegt, was schiefgehen könnte, dann haben wir neben dem Thema Zinsinflation oder Inflationszins, haben wir natürlich das Wirtschaftswachstum respektive Gewinnwachstum der Unternehmen. Das sind die entscheidenden Faktoren für die weitere Entwicklung an den Märkten. Und wenn man die großen 4 Unternehmen, die 4 Großkunden von Nvidia, wenn man so will, nimmt, nicht? Und hat dann Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, die in Summe in den letzten 4 Quartalen, also schon zurückblickend, 220 Milliarden ausgegeben haben an Investitionen. Microsoft alleine 80 Milliarden für das laufende Geschäftsjahr. In 2025 300 Milliarden, also nochmal eine massive Steigerung. Dann stellt man fest, dass der freie Cashflow, also was sozusagen unterm Strich übrig bleibt, nur gut halb so hoch ist wie die Unternehmensgewinne.
Ich habe ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 bei diesen Titeln, aber ein Kurs-Cash-Flow-Verhältnis von 60, fast 60. So, ist das temporär? Okay. Also kein Problem. Dann irgendwann hast du die Investitionen weitgehend gemacht und erntest die Früchte deiner Saat. Wenn das aber dauerhaft ist, wird der Markt sehr viel stärker auf diesen Free Cashflow gucken und dann stellen sich diese Unternehmen als überbewertet oder hochbewertet heraus. Microsoft war ein typisches Beispiel für eine extrem leichte Firma, Capital Light, wenig Investitionen und ist jetzt fast nach schwer industriellem Muster zu einem Unternehmen geworden, das besagte 80 Milliarden dieses Jahr, die stemmen können, aber die eben einen großen Teil des Cashflows absorbieren. Wenn die Wette schief geht, wenn also daraus keine zusätzlichen Erlöse resultieren, dann kann man das wieder zurückfahren. Aber auch dann wären die Hoffnungen, die man heute in die Unternehmen gehegt hat oder hegt, die eingepreist sind, das zukünftige Wachstum natürlich übertrieben. Also entweder die hören auf damit, weil es wirklich genug ist und die großen Zukunftsinvestitionen sind gemacht, dann kommen die Free Cashflows wieder zurück. Oder das Ganze erweist sich im Grunde genommen als ein Fehlschuss, weil keine Erlöse erfolgen. Dann wird auch das Gewinnwachstum nicht den Pfad einschlagen, den wir heute erwartet haben. Dann werden die Firmen von der Seite her enttäuschen. Und das wird spannend sein zu sehen. Im Idealfall lohnt sich das Ganze. Das Wachstum ist fantastisch bei den Unternehmen. Die können weiter investieren. Das freut Nvidia, weil die weiter Chips kaufen. Aber da liegt meiner Meinung nach ein Risiko. Nicht, dass die Gewinne dieser Unternehmen implodieren, sondern dass einfach unterm Strich zu wenig übrig bleibt und dieses Wettrüsten aus Zwang erfolgt, weil man einfach mitmachen muss. Das ist ein gewisses Risiko und da diese 4 Firmen alleine fast 20% Anteil an der Börse haben, hat das natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf den S&P 500. Wenn wir mal nur bei der Gewinnentwicklung bleiben, stellen wir aber auch da fest, dass sich in den letzten Jahren, du hast die letzten 10 Jahre angeschaut, hast einen Chart gebracht, der die Kursentwicklung und die Gewinnentwicklung in den USA darstellt. Überschrift, die Kurse laufen den Gewinnen weg. Da muss man auch mal vorsichtig sein, welche Kurse über welche Zeit, bei welchen Unternehmen. Aber allgemein können wir schon sagen, da ist jetzt schon tatsächlich auch etliches vorweggenommen, was dich zumindest, was die langfristigen Renditeerwartungen angeht, vorsichtiger werden lässt. Habe ich das richtig verstanden? Und das ist im Grunde genommen die Gretchenfrage langfristig. Wo jetzt dieses Jahr der Markt enden wird, who knows. Nicht? Das ist auch von Euphorie wahrscheinlich viel mehr abhängig als von Gewinnentwicklung. Genau. Entscheidend ist aber, wenn ich jetzt investiere und mache das auf eine längere Sicht, wie viel darf ich erwarten? Vergleich mit dem Immobilienmarkt, wenn ich Immobilien, Büroimmobilien oder Wohnimmobilien zum sehr hohen Multiplikator kaufe, dann darf ich nicht erwarten, dass der Preisanstieg der Vergangenheit, der auf dieser höheren Bewertung zurückzuführen ist, dass der anhält, sondern dass im Gegenteil vielleicht wieder ein bisschen fällt und sich normalisiert. Wenn wir jetzt annehmen, dass dieses hohe Bewertungsniveau, das durchaus gerechtfertigt ist, wenn die Wirtschaft ordentlich wächst, dass dieses Bewertungsniveau anhält, dass es so bleibt, dann würde ich sagen, kann man die 7%, die wir hier auch im Chart bei den Gewinnen sehen, diese 7% PA, Pi mal Daumen, auch für die Zukunft fortschreiben, plus Dividende komme ich dann so auf, sagen wir 8,5% oder irgendwas in der Größenordnung an perspektivischem Ertrag pro Jahr. US-Aktienmarkt in Dollar. So. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Bewertung sich wieder etwas nach unten bewegt, dann würde ich sagen, auf sagen wir mal einen langfristigen Durchschnittswert von 18 statt jetzt tiefe 20, dann habe ich für die nächste Dekade vielleicht ein Ertragsniveau von 5,5% zu erwarten. Und das ist der interessante Punkt jetzt. Das gilt für den S&P 500 Capital Weight. Das heißt nicht, dass Aktien nur 5,5% steigen können. Das ist auf diesen speziellen Index, der im Grunde genommen die Welt dominiert, der quasi der Weltindex ist, gemünzt. Einzelne Titel können sich natürlich besser entwickeln, auch schlechter als der Index. Aber was wir hier sehen, an dem Chart auch sehr schön, die Zukunft ist schon zum Teil verspeist. Da ist schon einiges an Wachstum und an Erwartungen vorweggenommen. Das führt dann irgendwann zwangsläufig dazu, dass über eine längere Perspektive nach vorne die Renditen nicht mehr die 11%, die wir jetzt in den letzten 15 Jahren hatten, erreicht. Das kann zu der
Ironie führen, dass in dem Moment, wo KI in der Breite tatsächlich Kosten, Effizienz, Innovationsvorteile bringt und die Breite profitiert, die Breite den geringsten Anteil im Index hat, während die Profiteure der ersten Stunde den größten Anteil hat und dann genau das passiert, was du beschreibst, nach vorne blickend Index-Performance gar nicht mehr gut ist, der breite Markt, ähnlich wie das in den Jahren 2000 bis 2010, 11, 12 war, aber gar nicht so schlecht läuft. Ich das nur einfach an der Index-Performance nicht mehr ablesen kann, oder? Ja, das ist letztlich genau der Punkt. Nicht? Der Index, getrieben von ganz wenigen, ganz großen Firmen, repräsentiert ja nicht die Breite der Wirtschaft oder des Aktienmarktes. Und dass dieses Hinterherlaufen der inzwischen doch deutlich niedriger bewerteten anderen Unternehmen, die sozusagen aus der Gunst der Anleger gefallen sind, die keiner haben will, dass diese Titel wieder langsam an Performance gewinnen, also relativer Performance auch zum Rest, zu den großen Titeln gewinnen. Das ist durchaus denkbar und zwar ganz abhängig davon, was in diesem KI-Beispiel passiert, wo eben diese enormen Mittel, 300 Milliarden dieses Jahr geschätzt, investiert werden und wie sich das weiterentwickelt. Das hat also Auswirkungen nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Performance der großen Schwergewichte im Tech-Bereich relativ zu dem Rest. Etwas provokant gesagt, als Portfolio-Manager müsstest du ja eigentlich fast in die Hände klatschen und sagen, voilà, jetzt fängt ja meine Zeit an. Das sagt man ja in der Investmentwelt schon lange, weil die Entwicklung ist ja nicht neu, die wir hier, man sieht das ja auch schön an dem Chart, die Kurse laufen den Gewinnen schon länger vorweg, der Anteil der großen Tech-Werte ist immer größer geworden. Spätestens vor einem Jahr, kann man sagen, haben sehr viele in dieses Horn geblasen, dass da irgendwann jetzt ein Wechsel der Stimmung auch da erfolgen muss. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Das war auch letztes Jahr nicht so. Das heißt, es ist auch sehr schwer zu timen, wann so ein Wechsel stattfindet. Was man aber festhalten kann, ist, dass diese großen Titel und der Marktwert, den die inzwischen erreicht haben, davon abhängt, dass sie weiter auf diesem hohen Niveau ihre Gewinne steigern können und das möglichst zweistellig. Das ist die große Herausforderung für die Werte und damit auch für den Markt. Und ich glaube, ja, dass die perspektivisch jedes Jahr, wo sich diese Outperformance noch verlängert, nach vorne die potenzielle Underperformance größer wird. Und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, ohne dass man jetzt hier sein Buch redet, wie es so schön heißt, und sagt, ja, aktives Management, auch im Aktienbereich ist wieder ein Thema, nicht nur was die Asset-Allokation angeht, sondern beim Stockpicking. Aber ich glaube, dass das dieses Jahr stärker der Fall sein wird und wenn nicht, dann spätestens nächstes Jahr. Also dass wir da jetzt relativ kurz vor einer neuen Ära stehen. Jetzt betätige ich mich mal als Advokat der prozyklischen Indizes und sage, pass mal auf, wir haben jetzt ChatGPT, November 22, der hat jetzt KI auch für die große Masse zugänglich gemacht. Das ist für mich im Grunde genommen eigentlich fast vergleichbar mit Netscape, Webbrowser 1994. Danach ging die Post ab, Nasdaq plus 80% über 2 Jahre, haben wir jetzt übrigens auch gesehen. Der S&P 95 und 96 mit plus 20% und mehr, haben wir jetzt auch gesehen. 97 ging dann die Post richtig ab. Also das heißt, als Vertreter der These, dass das beides miteinander vergleichbar ist, müsste ich ja irrsinnigerweise eigentlich fast sogar mutmaßen, die Party geht jetzt richtig los. Das ist jetzt nicht als These in den Raum gestellt, aber würdest du sagen, das ist tatsächlich zumindest dem Risiko einer signifikanten Korrektur gegenüberzustellen und deswegen Vorsicht, wer hier zu früh von Blase spricht? Ja, absolut. Also wir haben ja in der Historie gesehen, 2 gute Jahre in Folge heißt nicht, dass das nächste schlecht sein muss. Und wir haben noch nicht die Euphoriephase. Also man könnte sozusagen dieses Spiel mit der heißen Kartoffel noch eine Runde weiterspielen. Ich erinnere mich sehr gut an die Zeit damals 97. Da wurde der Markt langsam heiß und teuer. Dann hatten wir 98 die LTCM-Krise, diese Finanzkrise im Herbst und eine massive Korrektur. Und dann kam das große Finale eigentlich in 99, bevor es dann einen fürchterlichen Absturz gab. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich solche Euphoriephasen in dem Ausmaß wiederholen werden oder müssen. Aber es ist dennoch möglich, dass weiterhin das Glas halb voll gesehen wird und dass wir also nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bekommen, was die Performance anbetrifft. Hängt davon ab, wie in den nächsten Quartalen die Berichterstattung aus der Tech-Welt erfolgt, weil die dominiert einfach den Index und wenn es da schlecht läuft und die Aktien entsprechend nachgeben,
dann würde ich mir keine großen Hoffnungen machen, dass wir dieses Jahr ein gutes Aktienjahr haben. Aber wie gesagt, da gibt es momentan keine Indizien für. Da fliegt man sozusagen auf Sicht. Nur der Punkt wird natürlich irgendwann kommen und es wird keine Jahre mehr dauern, sondern es ist eine Frage, ob das in den nächsten Quartalen oder vielleicht auch erst im Jahre 26 passiert. Aber dass jetzt ad infinitum die KI-Rallye oder der KI-Boom für eine massive Wirtschaftsentwicklung, für eine massive Gewinnentwicklung sorgt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wenn wir mit Blick auf die Uhr in Richtung Fazit gehen, will ich das eigentlich nicht machen, ohne noch zumindest die plus 30% waren es beim Gold letztes Jahr anzusprechen, die dazu führen, dass du sagst, okay, das ist jetzt so viel gewesen, kräftiger Schluck aus der Pulle, jetzt ist aber wirklich mal Zeit, Gewinne mitzunehmen. Oder sagst du, hat sich eigentlich an der Ausgangssituation nichts geändert und Gewinne mitnehmen? Denn das macht man, wenn man rebalanced, ja im Grunde genommen eigentlich automatisch die ganze Zeit. Also gut, dass du den Punkt noch ansprichst. Wir haben ja 3 Assetklassen, einmal Bonds, einmal Aktien und dann Gold. Bonds attraktiver geworden, wenn die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Das heißt noch nicht, dass die attraktiv sind, primär Dollar natürlich, aber attraktiver geworden sind als zuvor, mit knapp 5% in Dollar. Dann haben wir Aktien, da würde ich sagen, auch wieder aus Asset Allocation, also aus langfristiger Sicht, kleinere Brötchen als in der Vergangenheit, auch abhängig von der Inflation, sagen wir mal 5–6% bezogen auf den S&P 500, wo Bonds also relativ nah rankommen. Und dann habe ich drittens Gold, das ja eher so einen Versicherungscharakter hat. Und was sehr irritierend war, ist, dass der Goldpreis letztes Jahr so stark gestiegen ist, obwohl die Investoren, die ETF-Gold halten, per Saldo über 80 Tonnen verkauft haben. Also da gibt es eine sehr große Unsicherheit und Irritation in der Welt über das, was gerade passiert. Also über die politischen Themen, die wir jetzt eben auch hatten. Und die werden anhalten. Das heißt, Gold bleibt eine gewisse Absicherung, die ja in den letzten Jahren fantastisch funktioniert hat, gegen solche Imponderabilien, gegen überschießende Staatsverschuldung, Inflation, die Notenbanken vielleicht gar nicht mehr so in den Griff kriegen können, vielleicht nicht wollen, weil ja irgendwo die Schuldenquoten mal wieder runterfahren müssen. Plus diese geopolitischen Themen, dass eben die Chinesen auch sagen, na lass mal mit den Staatsanleihen, wir kaufen lieber Gold. Das war einer der Treiber im letzten Jahr. Und was das Thema der Gewichtung anbetrifft, das hängt natürlich auch von der Struktur ab. Wir dürfen ja in der Regel in Fonds 10%, bei SICAV-Strukturen auch mehr. Wir haben bis 15% gehabt. Das ist jetzt etwas weniger, knapp 12%. Also wir geben dann auch mal, wenn so ein Schub kommt, gibt man mal ein paar Chips, die man vom Tisch nimmt. Aber gleichwohl würde ich eine spürbare Goldquote immer noch im Portfolio halten, ohne jetzt die Erwartung zu haben, dass wir da 20 oder 30% mitverdienen. 3 oder 4 oder 5 wäre ja auch genug. Da hätte man zumindest die Bond-Performance, aber gepaart eben mit diesem Sicherheits- und Wertanker. Ein letzter Satz noch zum Verhältnis Aktien gegen Anleihequote. Aktien sind immer noch mit 70% die Anlageklasse Nummer 1 für dich. Wenn ich das eben so höre, gerade der Amerikaner, der hat jetzt mit 5% Rendite bei den Bonds schon wieder eine, die ist fast noch höher, als wenn ich die das auf den Kopf gestellte Kurs-Gewinn-Verhältnis nehme, die Gewinnrendite, also Unternehmensgewinnrendite. Warum trotzdem immer noch 70% Aktien? Ja, du darfst jetzt nicht die 70% mit dem S&P 500 verwechseln und die Gewinnrendite des S&P 500, die in der Tat nur bei 4,5% liegt, mit der Titel, die man so am Markt inzwischen findet. Wir haben, wie ich eingangs sagte, viele Werte, die sind deutlich attraktiver bewertet. Da habe ich auch höhere Aussichten, höhere Performance-Aussichten als für den Gesamtmarkt. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Bondseite primär im Dollarbereich attraktiv ist. Also in der Eurozone ist das noch nicht wirklich prickelnd. Und im Dollarbereich habe ich natürlich auch ein Währungsrisiko, was ich mit betrachten muss. Und das ist bei Aktien etwas anders einzukalkulieren als bei Bonds, wo es dann direkt reinschlägt und mir den Coupon unter Umständen aufzehrt. Und wie ich sagte, ich will eigentlich ein bisschen mehr Gewissheit haben, dass die Inflation in Amerika, die Dinge, die Trump anstellt, nicht dazu führen, dass wir demnächst 5,5 oder 6% Zins haben. Dann hätte ich, wenn ich heute kaufe, ordentliche Kursverluste. Und insofern ist das so ein bisschen wait and see.
Aber ja, richtig, also es ist durchaus denkbar, dass sich die Bondquoten langsam wieder zu Lasten der Aktienquoten erhöhen. Wir haben am Anfang von einem vollen Quartalsbericht, von einem vollen Jahr 2024 gesprochen. Wir haben über politische und geopolitische Entwicklungen gesprochen, die Anlass zur Sorge bieten, genügend Anlass zur Sorge. Aber, Bert, das hast du auch eingeschrieben, Unternehmertum und Investmentmanagement, also genau unser Job, braucht auch immer eine konstruktive Sicht auf die Dinge. Ich glaube, du hast sinngemäß geschrieben, ohne den Optimismus bleibt der Blick auf die Möglichkeiten verwehrt. Möglichkeiten gibt es genug, wenn ich das so sehe, nach vorne blickend. Stockpicking wäre eines. Für defensive Anleger wieder etwas mehr Rendite bei etwas weniger Preisanstieg als noch zum Beispiel vor 1-2 Jahren. Wir schauen, wie das Ganze weitergeht und sehen uns dann Ihr Interesse vorausgesetzt. Ich glaube, in diese Kamera schauen wir dann im April wieder zu den Quartalssplittern zum ersten Quartal. Danke für Ihr Interesse und ein Versprechen noch, beim nächsten Mal schauen wir wieder, dass wir 2,5 Minuten weniger sind. Dankeschön.